Ich durchquere unzählige Gebirge, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken. Oft führe ich meinen Weg nur über schmale Bergpfade und raue Schotterpisten. Umgeben von wilder Natur und abgeschiedenen Dörfern stehe ich ganz allein da. Mit kaum Erfahrung ausgestattet, muss ich mich den Herausforderungen dieser Reise stellen. Frühmorgens, als die Sonne gerade erst die Gipfel kitzelte, ließ ich das touristische Zentrum und meinen Schlafplatz hinter mir. Ein atemberaubender Ausblick entfaltete sich vor mir. Ob es der Morgennebel war oder tief hängende Wolken, die sich über die Täler legten, eine solch faszinierende Landschaft hatte ich zuvor noch nie gesehen. Heute sollte ein außergewöhnlicher Tag werden, denn ich würde den höchsten Punkt meiner Route erklimmen. Und hier entdeckte ich einen Wegweiser für eine Fahrradroute, der mich fortan begleiten sollte, fast bis zur Grenze zwischen Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Besonders faszinierend war der Anblick der Wolken, die wie träge Tiere über die Gipfelfläche zogen. Der flache Gipfel schien ihnen als Rastplatz zu dienen, wo sie sich vor ihrer Weiterreise ausruhten. Schließlich erreichte ich den Gipfel, wo Wegweiser eine Höhe von 2004 Metern über dem Meeresspiegel auswiesen. Die Stelle, an der ich auf der Straße stand, war auf meiner Karte mit 1948 Metern markiert. Überraschenderweise verspürte ich keinerlei Anzeichen von Sauerstoffmangel. Selbst in dieser Höhe von fast 2000 Metern blühten noch vereinzelte Blumen, deren Schönheit mich in Staunen versetzte. Tief in den Bergen, wo ich solch ein Juwel nicht erwartet hätte, stieß ich auf ein außergewöhnliches Restaurant. Nicht nur die Aussehen, sondern auch die exzellente Küche machten den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Anschließend führte mich die Straße fast ausschließlich bergab bis zur Grenze. Die gesamte Strecke verlief durch dichte Wälder, die gelegentlich von Lichtungen mit beeindruckenden Panoramablicken unterbrochen wurden. Vereinzelt klebten Häuser wie Schwalbennester an den Berghängen
und die Landschaft wechselte zwischen zerklüfteten Bergmassiven und mondartigen Ebenen. Die alte, aber gut erhaltene Straße war menschenleer, bis eine Nebenstraße einmündete und vereinzelte Autos sowie ein junges Radfahrerpaar in Richtung Podgorica auftauchten. Auf einem Rastplatz an einer klaren Wasserquelle kamen wir ins Gespräch. Nebenan füllten einige Autofahrer große Plastikkanister mit dem frischen Quellwasser. Die Grenzüberquerung gestaltete sich ebenfalls als kleines Abenteuer. Zunächst stieß ich auf eine Ansammlung von Autos, gefolgt von einer schmalen Brücke und einer provisorischen Absperrung. Diese Hindernisse umging ich geschickt, passierte die Kontrolle zügig und setzte meine Reise in unbekanntes Terrain fort. Unmittelbar hinter der Grenze veränderte sich die Landschaft merklich. Die Berge wurden sanfter und die Bäume waren von einer feinen Staubschicht überzogen, vermutlich aufgrund des unvollständigen Straßenbelags. Der aufgewirbelte Staub legte sich auf die Blätter nieder. Bis zur Stadt Sarajevo bot uns die Natur kaum erfreuliche Anblicke, abgesehen von einige kleine Abschnitte. Dieser junge Esel hat sich die Angewohnheit eines Bettlers angeeignet. Er nähert sich jedem Auto in der Hoffnung, einen Leckerbissen zu ergattern, den er in seiner natürlichen Umgebung nicht findet. Diese traurige Anpassung zeugt von einem veränderten Verhalten, das durch die Interaktion mit Menschen entstanden ist, und wirft Fragen nach dem Einfluss des Tourismus auf die Tierwelt auf. Zum Frühstück besuchte ich ein kleines familiäres Hotelrestaurant. Während mein Frühstück zubereitet wurde, nutzte ich die Gelegenheit, mich umzusehen und entdeckte eine interessante Besonderheit. Der Besitzer sammelte seit vielen Jahren Miniaturflaschen mit Alkoholika aus aller Welt. Ich spüre und sehe deutlich, dass ich mich einer Stadt nähere. Der Verkehr nimmt merklich zu und die Dörfer reihen sich nun dichter aneinander. Die Anzeichen der Urbanisierung werden immer deutlicher und ich bereite mich auf den Übergang von der ländlichen Idylle zum städtischen Trubel vor. In
den Vororten von Sarajevo wechselte ich auf Nebenstraßen, die ins Stadt führten. Von einem erhöhten Standpunkt bot sich mir ein Panoramablick auf die Stadt, die sich in einem Tal ausbreitete und sich im Laufe der Zeit an die umliegenden Berghänge geschmiegt hatte. Wie üblich begann ich meine Erkundungstour durch das Stadtzentrum am frühen Morgen. Oft wagte ich eine kleine Exkursion, um einen Blick über den Tellerrand der Stadt zu werfen. Allzu oft beschränkt sich unsere Wahrnehmung auf die renovierten und restaurierten Stadtzentren, die uns ein idealisiertes Bild präsentieren. Doch jenseits dieser Fassaden verbirgt sich oft eine andere Realität, die es zu entdecken gilt. In der Stadt herrscht noch die angenehme Kühle der Nacht. Die Straßen sind vom gestrigen Trubel gesäubert und präsentieren sich sauber und bereit für den bevorstehenden Ansturm von Einwohnern, Gästen und Touristen. Der Platz ist bereits mit der Ausrüstung für die abendliche Vorstellung gefüllt. Die Angestellten haben begonnen, alles aufzubauen, was zu leichten Behinderungen auf den Gehwegen führt. Trotz der frühen Stunde herrschte bereits einiges Treiben. Cafés waren geöffnet und gut besucht. Menschen unterhielten sich angeregt, führten Geschäftsgespräche oder genossen wie ich als Tourist einen Kaffee und das geschäftige Treiben.